Heute machen wir Druck, wird alles sauber und prüfen wir ganz genau. Hi, ich bin's wieder, Betty von der Res Innovation und heute geht es bei uns um das Thema Untergrundvorbereitung. Wer sich jetzt fragt, wieso sollte ich meinen Untergrund vorbehandeln, der sollte dranbleiben. Denn Untergrundvorbehandlung ist nicht nur in unserer Branche das A und O. Wir haben uns umgesehen und das Thema ist uns in allen Bereichen begegnet, gerade in der Baustoffindustrie. Die Firma Baumit ist ein bekannter Baustoffproduzent. Sie wissen, wie wichtig es ist, den Untergrund richtig vorzubehandeln, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Hier sehen wir die Vorbereitung eines stark saugenden Untergrunds. Er wird mit der Baumit Aufbrennsperre vorbereitet. Für die richtige Vorbereitung stellt Baumit verschiedene Produkte zur Verfügung. Mit ihnen wird ein haftvermittelnder Untergrund erzeugt. Nur so wird eine gute Grundlage für ein perfektes Endergebnis geschaffen. Auch bei uns in der Kanalsanierung spielt die richtige Vorbereitung des Untergrunds eine sehr wichtige Rolle. Hier haben wir es mit Verunreinigung durch grobe Stoffe und Fettschichten zu tun. Es gibt viele verschiedene Arten, den Untergrund richtig zu behandeln. Sandstrahlen, Kugelstrahlen, Hochdruckreinigung, Fräsen oder mit speziellen Reinigungsmitteln wie unserem Resi-Clean Surface. Je nach Gegebenheit muss entschieden werden, welche Methoden oder welche Kombination die richtige ist. Wir haben für euch den Test gemacht. Wir haben 3 Probengruppen vorbereitet und sind mit diesen in ein externes Prüflabor, um sie dort testen zu lassen. Um zu prüfen, wie gut das Harz am Untergrund haftet, eignet sich am besten eine Haftzugprüfung. Unsere Proben starten alle mit den gleichen Voraussetzungen. Wir haben eine gewöhnliche Gehwegplatte in 10 gleich große Stücke geschnitten. Diese reiben wir mit Pflanzenfett ein und erzeugen so eine Trennschicht. Die Proben der ersten Probengruppe sind fast fertig. Wir tragen nur noch die gröbste Fettschicht mit einem Tuch ab. Die zweite Probengruppe wird nach dem Einfetten mit der Flex bearbeitet. Wir schleifen die Fettschicht ab und rauen die Oberfläche an. Bei den letzten Proben geben wir ordentlich Druck drauf. Mit unserem Hochdruckreiniger spülen wir die Steine mit klarem Wasser ab. Jetzt kommt der Teil mit dem Harz. Bei allen Proben massieren wir unser blaues Flexipox erst in den Untergrund ein und tragen dann eine dickere Schicht auf. Am Schluss drücken wir einen Stempel ins Harz. Dasselbe machen wir auf der Unterseite der Platte. An den Stempeln wird die Probe später auseinandergezogen. Überschüssiges Harz wird abgestreift und fertig sind die Proben. Jetzt wollen wir herausfinden, wie gut das Harz mit dem Untergrund verklebt. Also sind wir zum Prüflabor Siebert und Knipschild gegangen. Sie führen für uns die Haftzugprüfung durch. Doch vorher haben wir mit Andreas Haker gesprochen. Er ist einer der Geschäftsführer und erklärt uns, was Siebert und Knipschild so macht. Siebert und Knipschild ist ein Kunststoffprüflabor. Wir prüfen Kunststoffe im Allgemeinen, jeglicher Art. Das können Kühlturmeinbauten sein, das können Lagerkisten sein aus Kunststoff, zum Beispiel für Fisch. Das können Kickermännchen sein oder Sachen aus der Medizintechnik. Auch hier werden viele Kunststoffe verwendet. Im Bereich der Windkraft prüfen wir ebenfalls. Einer unserer Schwerpunkte ist allerdings der Bereich der Kanalsanierung, wo wir sehr viele Schlauchlinerproben prüfen. Hier machen wir ca. 7000 Baustellenproben im Jahr, sind an der Stelle das größte spezialisierte Labor in Deutschland. Das wollen wir uns natürlich näher anschauen. Uns interessiert besonders die Haftzugprüfung. Unsere vorbereiteten Proben liegen schon im Labor bereit, es kann also direkt losgehen. Die Probe wird an den verklebten Stempeln eingespannt. Dann fahren die Klemmen langsam auseinander. Am Graphen lässt sich schön verfolgen, wie viel Kraft die Maschine aufwendet, um die Verklebung auseinanderzuziehen. Die Proben der Gruppe 1 lösten sich leicht. Hier sehen wir eine Probe aus Gruppe 2. Mal sehen, was sie so aushält. Die Probe ist gebrochen. Schon am Knall kann man erkennen, dass vermutlich der Beton gebrochen ist. Bei den Proben der Gruppe 1 löste sich das Harz geräuschlos vom Beton ab. Doch schauen wir uns die Ergebnisse einmal genauer an. So, die Haftzugprüfungen wurden jetzt durchgeführt
Und wir sehen an den Graphen, dass sich erhebliche Unterschiede ergeben haben. Die ersten 3 Graphen, da sieht man, dass wir keine effektive Verklebung erreicht haben. Und an den Bruchstücken der Proben sieht man, dass man hier eine einwandfreie Grenzflächentrennung hat. Das ergibt sich dadurch, diese Proben wurden eingefettet, mit einem Lappen danach abgereinigt, so dass am Ende dennoch eine hauchdünne Fettschicht die Verklebung verhindert hat. Schaut man dagegen auf die Ergebnisse der zweiten Serie, sieht man, dass die Werte hier erheblich besser sind. Ein Blick in die Maschine zeigt, dass wir hier noch Restbetonteile haben in der Bruchzone. Das heißt, wir haben einen Mischbruch, unser Beton ist gebrochen, nicht unsere Verklebung. Die Mindestanforderung nach DWA 143 beträgt 1 Newton pro Quadratmillimeter auf Betonuntergrund. An den Graphen sehen wir, dass das sicher erreicht wurde. Der niedrigste Wert liegt knapp unter 2 Newton pro Quadratmillimeter. Die dritte Serie, hier sehen wir wieder, dass die Werte deutlich niedriger sind. Hier wurde nur mit Hochdruck vorgereinigt. Das heißt, hauchdünne Fettschichten im Nanometerbereich können übrig geblieben sein. Diese Schichten sind mit dem Auge nicht wahrnehmbar. Dennoch verhindern sie eine Verklebung. In diesem Probenkörper sieht man, dass ähnlich wie in der ersten Serie wir auch eine Grenzflächenablösung haben. Auch wenn die Verklebungen hier schon deutlich besser waren, erreichen sie die Anforderungen von mindestens 1 Newton nicht. Ein einzelner Wert hat es gut erreicht. Das ist aber auch die Feststellung aus der Praxis, dass lokale Anhaftungen durchaus hergestellt werden können, dass die dauerhafte Gesamtverklebung jedoch nicht sicher hergestellt werden kann. Der Test hat gezeigt, nur mit gründlicher Vorbereitung erreicht man ein überzeugendes Ergebnis. Andreas Haker kann das nur bestätigen. Das heißt, um einen guten Haftgrund herzustellen, ist man normalerweise gezwungen, die Oberflächen anzurauen oder abzuziehen, sodass gewährleistet ist, dass diese Restfettschichten nicht mehr vorhanden sind. Nur dann lassen sich sicher und reproduzierbar dauerhafte Verklebungen herstellen. Also immer schön den Untergrund richtig vorbereiten. Denn gerade bei uns im Kanal haben wir es mit Fettschichten zu tun, die man mit bloßem Auge manchmal gar nicht sehen kann. Und dann klebt das Harz nicht. Das war's für heute von uns. Wir bedanken uns bei der Firma Baumit und natürlich bei dem Prüflabor Siebert und Knipschild dafür, dass sie für uns die Haftzugprüfung durchgeführt haben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal, um immer über neueste Videos informiert zu bleiben und besucht uns auf Facebook, Instagram oder LinkedIn. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer ab damit in die Kommentare oder fragt uns über unsere E-Mail-Adresse oder ruft uns einfach an. Ich bin für heute raus und sage bis zum nächsten Video.